meisten Menschen denken bei Plastilin oder Knete an ein Kinderspielzeug. Nur teilweise zu Recht. Knetmasse ist definitiv in heutiger Zeit als Kinderspielzeug und auch wertvolles pädagogisches Material für Kinder nicht mehr wegzudenken. Dennoch wurde es ursprünglich nicht für Kinder erfunden, sondern für erwachsene Künstler. Auch gibt es erwachsene Menschen, die beruflich mit Plastilin spielen, wenn sie für sogenannte Claymation-Filme arbeiten. Ende des 19. Jahrhunderts lebte in München ein Mann namens Franz Kolb. Der gelernte Apotheker besaß seine eigene Apotheke am Münchner Kapuzinerplatz, wo er gerne experimentierte und nicht nur die üblichen Salben und Tinkturen herstellte. So entwickelte er zum Beispiel Geheimtinten, Essenzen, Uhrmacheröle und eine neue Abformmasse für Zahntechniker. Kolb hatte einige Bildhauerfreunde, die alle im Winter jammerten, weil ihr Modellierten ständig einfror und nicht mehr verwendbar war. Das gab Kolb Anlass für neue Experimente. Er erfand einen neuen Kunstton, der unempfindlich gegen Kälte war und sich hervorragend verarbeiten ließ. Alle Künstler waren begeistert. Kolb nannte sein neues Produkt Plastilin und gründete 1890 die Firma Franz Kolb, die das Produkt verbreitete. Grundsätzlich besteht Knete aus Wasser, Öl, Salz, Stärke oder Mehl und Farbpigmenten. Damit die Masse nicht austrocknen kann, werden oft Kartoffelstärke, Kaolin oder verschiedene Wachse beigemengt. Als Füllstoff wird Kreide verwendet. Die im Handel übliche Knetmasse ist ungiftig, jedoch nicht zum Verzehr geeignet. Eine Ausnahme ist die speziell für Kinder entwickelte Essknete. Es ist relativ einfach, Knete selbst herzustellen. Man findet eine Fülle an verschiedenen Rezepten im Internet. Aber man sollte aufpassen, denn viele Rezepte verlangen die Zugabe von Alaun, das für Kinder absolut ungeeignet ist und in höherer Dosis ätzend sein kann. Ein guter Ersatz für Alaun ist gereinigter Weinstein aus der Apotheke. Folgende Zutaten gemischt ergeben eine wundervolle Kinderknete, die sich in einem geschlossenen Behälter im Kühlschrank auch sehr lange hält. Der Masse werden die sensorischen Fähigkeiten von Kindern gefördert. Sie können beliebig mit dem Material experimentieren und in Ruhe Materialerfahrungen machen. Während die Kinder mit der Knete arbeiten, schulen sie ihre feinmotorischen Fähigkeiten und ihre Handgeschicklichkeit. Plastilin ist beliebig verformbar und bearbeitbar und trägt die Fantasie und Kreativität an. Die bunten Farben sind dabei auch förderlich. Will ein Kind einen Gegenstand aus Knetmasse formen, so muss es sich den Gegenstand bereits dreidimensional vorstellen, was die Wahrnehmung fördert. Durch das Spielen mit Knete mit anderen Kindern wird auch die Sprache gefördert, denn meist findet dabei ein reger verbaler Austausch statt. In sogenannten Claymation-Filmen werden Figuren aus Plastilin geformt und gefilmt. Es ist eine beliebte Animations-Technik.
Bekannte Filme sind zum Beispiel Wallace und Gromit oder Chicken Run, Hennenrennen. Auch einige Computerspielhersteller bedienen sich Modellen aus Plastilin wie für die Spiele Dark Oberon, Bert the Barbarian oder The Neverhood. In den 70ern war die Zeitschrift Pado bekannt für ihre Titelbilder, für die sie Politiker und Prominente aus Plastilin formten und fotografierten. Eine bekannte Form von Knete ist auch Powerknete, die man im Baumarkt zum Reparieren von Rissen an Wänden oder Füllmaterial verwendet. Sie enthält allerdings meist giftige Zusatzstoffe. Eine neue Form der Knete ist die sogenannte intelligente Knete, die noch viel mehr Eigenschaften hat als normale Knetmasse. Zum Basteln gibt es verschiedene Knetmassen, wie die Fimo-Knete, die an der Luft getrocknet werden können.